Wie ihr alle wisst, gewinnt das Thema Nachhaltigkeit immer mehr und mehr an Bedeutung. Glücklicherweise. Durch Einzelpersonen, aber auch durch Unternehmen. Viele Unternehmen beschäftigen sich jetzt damit, ihre Prozesse, ihre Supply Chain oder auch ihre Produkte nachhaltiger zu gestalten. Doch ein grundlegendes Problem existiert hier. Ihr wisst vielleicht zum Beispiel, wenn ihr ein eigenes Unternehmen habt, wie nachhaltig euer Unternehmen ist. Aber wisst ihr auch, wie nachhaltig Unternehmen neben euch sind, die in derselben Region, die Wettbewerber in demselben Umfeld, in derselben Industrie oder wie nachhaltig beispielsweise unsere Region im Vergleich zu anderen Regionen ist, national oder international? Es gibt bereits erste Maßnahmen zu messen, wie nachhaltig Unternehmen sind, beispielsweise durch ISO-Zertifikate, private Maßnahmen, Umfragen oder auch den Zertifikatehandel oder die EU-Taxonomie. Doch wenn wir uns anschauen, welche Unternehmen werden eigentlich durch diese Maßnahmen umfasst, stellen wir fest, meistens relativ große Unternehmen, beispielsweise mit mehr als 500 Mitarbeitern. Wenn wir uns anschauen, welche Unternehmen aber auch gerade die Unternehmensstruktur in Deutschland ausmachen, sehen wir, 88% der Unternehmen sind Kleinstunternehmen, also mit 1 bis 9 Mitarbeiter, 99% der Unternehmen haben 1 bis 250 Mitarbeiter. Und genau diese würden durch diese Maßnahmen nicht abgedeckt werden. Und genau um diese Lücke zu schließen, haben wir uns als Institut für Mittelstandsforschung und Entrepreneurship unter der Leitung von Professor Wohlwode mit einem KI-Startup aus Mannheim und der OECD zusammengetan, um einen eigenen Ansatz zu entwickeln, mit dem wir Nachhaltigkeit messen können. Hierzu haben wir mit der OECD beispielsweise das theoretische Konstrukt entwickelt, was wir eigentlich messen wollen und über welche Art, und mit dem KI-Startup die technische Umsetzung beauftragt, die wirklich dann ein Machine Learning Modell mit uns gemeinsam trainieren konnten und zu messen, wie nachhaltig sind eigentlich Unternehmen. Und worüber messen wir das? Wir schauen uns die Webseiten von allen Unternehmen weltweit, aber auch deutschlandweit an. Wir haben ein multilinguales Modell entwickelt, das heißt, wir können uns wirklich jede Website anschauen, egal wo das Unternehmen ansässig ist, und machen das aktuell für alle europäischen Unternehmen, das sind 10 Millionen in unserem Datensatz. Wir haben Kleinstunternehmen in unserem Datensatz, genauso wie Großunternehmen, die wir gemeinsam messen können. Das heißt, wir können es schaffen, über die Website herauszufinden, ist ein Unternehmen nachhaltig, und wenn es nachhaltig ist, in welcher Form ist es nachhaltig? Sind es beispielsweise die Prozesse, die Supply Chain oder ist es am Ende das finale Produkt? Und um die Unternehmen dann auch vergleichbar zu machen, ich habe am Anfang angesprochen, wir wollen ja auch Regionen vergleichen, schaffen wir es, dass wir einen Intensitätsscore entwickelt haben, der wiederum misst, wie wichtig das Thema Nachhaltigkeit auch für das Unternehmen ist. Und dadurch ein höherer Score zeigt auch, dass das Thema natürlich wichtiger für das Unternehmen ist, und vielleicht lernen wir von diesem Unternehmen auch Best Practices oder lernen, was andere Unternehmen vielleicht besser machen als die bezüglich Nachhaltigkeit noch weiter hinten liegen. Unser Machine Learning Modell hat den Vorteil, nicht nur die Webseiten sich anzuschauen, sondern auch andere Quellen hinzuzunehmen. Das heißt, in Zukunft werden wir Social Media, Newsartikel, aber auch Reports, die es über Unternehmen schon gibt, gleichzeitig in die Analyse mit aufnehmen und die dann auch wiederum in den Intensitätsscore oder auch in unsere Analyse, wie nachhaltig das Unternehmen sich darstellt, mit aufnehmen. Und das Besondere an diesem Ansatz ist, ich habe es angesprochen, es ist multilingual, es ist skalierbar und es ist auch erweiterbar. Wir haben weitere Indikatoren entwickelt, beispielsweise die Verwendung von verschiedenen Technologien wie KI, Blockchain, oder wir können sehen, wie innovativ ein Unternehmen ist über die Website, und dann diese Sachen und diese Daten matchen mit den Daten bezüglich Nachhaltigkeit. Ist dann beispielsweise ein Unternehmen, was Blockchain verwendet, oder ein Unternehmen, was 3D-Druck anwendet, 3D-Drucker im Unternehmen hat und dadurch deutlich weniger produziert als ein anderes Unternehmen, auch nachhaltiger, können wir das wirklich feststellen, und genau dafür sind unsere Daten für wirklich viele Forschungsfragen offen. Und wenn auch ihr mehr erfahren wollt, was wir eigentlich hier genau machen, wie wir zu diesen Ergebnissen gekommen sind und vielleicht auch, was unsere Ergebnisse sind, wie nachhaltig beispielsweise ein Unternehmen aus eurer Region ist, kommt gerne auf mich und unser Forschungsteam hier an der Universität Mannheim zu.